Ja, willkommen zu der heutigen Episode von Memory Alpha 20 Jahre. Dieses Jahr zelebriert Memory Alpha sein 20-jähriges Bestehen. Im November 2003 wurde die englischsprachige Version gegründet und dann haben Florian und ich die deutsche Version davon gegründet. Wir hatten schon ein Interview mit Dan und Harry, die die englische Version gegründet haben, und laden jetzt weitere Gäste ein, um mit ihnen über Star Trek zu reden. Wir haben heute einen weiteren Gast. Florian, wer ist das? Ja, zum einen haben wir hier den durchaus in den Star Trek-Kreisen sehr groß bekannten Jörg Hillebrand, der bei Ex Astris Scientia sich sehr groß und sehr breit gemacht hat mit sehr vielen Artikeln. Jo. Über den kann man sehr viel lesen, aber sehr wenig hören. Und wenn man von hören spricht, der zweite Gaststar, schon fast ein richtiger großer Star, ist Benjamin Stöwe. Und zwar ist er in Star Trek als Synchronsprecher zu hören. Benjamin, mit welchem Charakter bist du denn zu hören? Mit Dr. Hugh Culber, dem mutmaßlich Chefarzt der Discovery. Also, dass ich dich sehe und deine Stimme höre und tatsächlich irgendeinen ganz anderen Charakter im Kopf habe. Das finde ich echt grandios. Ich finde das auch sehr grandios und bin sehr glücklich mit dieser Figur, mit dieser Rolle, mit dem Schauspieler und mit allem, was Star Trek und mich miteinander verbindet, ist diese Synchronrolle in der Tat etwas, womit ich nie gerechnet habe, und freue mich sehr, wenn du das sagst. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die manchmal sagen, ich will eigentlich gar nicht so sehr mit den Figuren assoziiert werden, aber ich bin mit Dr. Culber und auch mit Wilson Cruz sehr, 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 sehr glücklich. Sag mal, was ist das denn bei dir da im Hintergrund? Ist das dein Wohnzimmer? Nein, ihr erwischt mich hier gerade beim Star Trek Tag im 1701 Museum. Das ist ja eigentlich ein Keller, und man kriegt jetzt schon eine Ahnung davon, dass heute hier nicht so viel Kellerbetrieb stattfinden kann, weil offensichtlich steht alles voll mit Figuren, die wir kennen. Aber in diesem Flur verbergen sich eigentlich auch 3 Kellerräume. Aber wann immer die Menschen, mit denen ich hier zusammen in diesem Haus lebe, einverstanden sind und ein bisschen ihre Kellernutzung reduzieren, dann eröffnet hier das 1701 Museum auf dem Raumschiff Eberswalde. Und dann wird eben aus dem, was sonst ein Keller ist, hier das kleine Star Trek Museum. Und hier haben wir einen Blick in die Bibliothek. Hier steht das Studiomodell der Originalserie. Hier stehen ganz viele Bücher. Jörg wird die alle kennen. Das ist das ausgedruckte Internet, könnte man sagen. Das ist so, und ja. Ich kann euch einmal hier so ganz kurz mitnehmen durch das, was eben eigentlich ein Keller ist. Hier geht der Weg zurück nach oben in die Wirklichkeit. Der Keller ist der perfekte Ort, um einfach all das zu vergessen. Und hier ist gerade ziemliches Schiedwetter. Es regnet, aber auch an Sonntagen hat die Sonne keine Chance, in den Keller zu scheinen. Und weil es hier unten auch so ein bisschen kühler ist als in der Wirklichkeit, fühlt es sich dann ganz oft wie im Weltraum an. Und dann trifft man hier eben natürlich kriegst du alle ins Bild, trifft man all die Captains und die Helden der Sternenflotte, die wir kennen. Und das ist ja eigentlich alles dann nur der Vorraum. Es gibt hier viele Sachen. Also ich kann jeden nur einladen, mal ins virtuelle Museum zu kommen und sich das anzugucken. Hier ist der gedachte Schreibtisch von Gene Roddenberry, weil das ist ja das Faszinierende bei dieser Fernsehserie. Es fällt ja nicht vom Himmel, es haben sich Menschen ausgedacht. Jörg hat das gerade eben schon schön erzählt. Viele Leute arbeiten daran und investieren da sehr viele Gedanken und sehr viel Kreativität. Und ich finde das jedes Mal verrückt und beeindruckend, dass das alles an so einem Schreibtisch beginnt und alles mit einer Idee, die auf ein Blatt Papier geschrieben wird. Und dem widmet sich hier dieses Museum seinen Ausprägungen. Kurioses Merchandise darf beim Thema Star Trek natürlich nicht fehlen. Kurios auch hier, ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnert oder das kennt, es gab mal einen Star Trek Enterprise-Fan, sehr traurig über die Absetzung der Serie, und dann hat er im Maßstab zu den Spielzeugfiguren die Kulissen nachgebaut, Jürgen Kaiser, und hat 2 abendfüllende Stop-Motion-Filme in diesen Kulissen gebaut. Und diese Original-Star Trek-Kulissen, die kann man hier bewundern, den Maschinenraum, hier steht die Krankenstation, noch ein Stück von der Brücke und die Tour noch komplett. Das ist normalerweise hier der Wäschekeller in Eberswalde. Heute hängt hier auch noch die Wäscheleine, falls ihr das sehen könnt. Und hier machen wir gleich mit der nächsten Gruppe eine Runde durch Star Trek-Universum, und unsere Star Trek-Runde findet einen Abschluss, weil, hier gucken wir auch noch rein, das ist das tatsächlich titelgebende 1701 Museum. Und während alles andere immer auf- und abgebaut wird, ist das hier tatsächlich der Ort, der immer so aussieht, weil er einfach in großer Kleinteiligkeit durch inzwischen fast 60 Jahre Star Trek-Geschichte führt. Und wenn man im Uhrzeiger geht, dann kann man hier so einen Eindruck bekommen, dann geht man quasi chronologisch einmal durch alles durch. Und das ist das Schöne hier immer zu sehen. Leute, die sich so gar nicht für Star Trek interessieren, die sind hier in 90 Sekunden wieder raus, einmal durch den Hüter der Ewigkeit.
Aber Leute, die große Fans sind, die verbringen hier manchmal auch wirklich Stunden oder Tage drin. Ich musste irgendwann die Besuchszeiten auf 3 Stunden limitieren, weil es gab Menschen, die kamen morgens um 9 und saßen abends um 18 Uhr immer noch in irgendeiner Ecke dieses Kellers. Aber ich meine, wir alle kennen das, ja, egal ob Jörg mit seinen zahllosen Beobachtungen oder ihr mit Memory Alpha, die Begeisterung für Star Trek äußert sich ja auf den verschiedensten Wegen und es ist eine Freude, eben dann von Menschen zu erfahren, was sie motiviert oder was sie mit diesem Thema verbindet. Und deshalb, ich fühle mich hier manchmal so ein bisschen wie Deep Space Nine. Wir erinnern uns in der ersten Konzeption auch der Macher, oder am Anfang hieß es immer, die Enterprise fliegt immer irgendwo hin und trifft die Leute. Deep Space Nine sitzt da vorm Wurmloch und wartet auf die Leute, die kommen. Und ich denke immer, ich bin so wie Deep Space Nine. Ich freue mich bei jeder neuen Gruppe und bin gespannt, wer sich hier eben diese Treppe runter aufs Raumschiff Eberswalde bewegt. Und ja, gleich kommt die nächste Gruppe. Wie hast du es überhaupt zu Star Trek geschafft? Also ich meine, man sieht, du hast wirklich, wirklich sehr viel Fandom in dir. Naja, ich habe das irgendwann mal im Fernsehen gesehen und es hat verfangen in seiner ganzen Ernsthaftigkeit, in seiner ganzen farbenfrohen Umsetzung. Und ich glaube, es waren in verschiedenen Altersstufen verschiedene Dinge, die mich begeistert haben, aber es waren vor allem ganz zu Beginn die Figuren, die sich da in einer für meine Kinderaugen wahrscheinlich eben doch sehr großen Ernsthaftigkeit mit schwerwiegenden Themen auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, Star Trek hat mich als Kind zum ersten Mal auch mit dem Konzept der Endlichkeit konfrontiert, also dadurch, dass Figuren gestorben sind. Aber Star Trek hat vor allem mich auch neugierig gemacht auf die Zukunft. Und ich war in der Schule begeistert vom Geschichtsunterricht und Star Trek ging im Prinzip in die umgekehrte Richtung und hat mir die Zukunft gezeigt. Und das ist ja was man da relativ schnell mitbekommt. Wir alle werden nicht 1000 Jahre alt werden. Und von daher ist es schon schön, so eine Idee zumindest davon zu bekommen, wie diese Zukunft aussehen könnte. Und Star Trek hat das alles befeuert. Und dann bin ich davon nicht losgekommen. Aber Star Trek wurde für mich auch nie langweilig, weil mich eben immer andere Aspekte in irgendeiner Weise fasziniert haben. Eben die Geschichten, die Effekte, irgendwann auch die Sprache, das Englische, irgendwann auch die deutsche Synchronisation. Und jetzt da auf eine Weise selbst beteiligt zu sein, ist für mich natürlich die Krönung. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Hugh Culber bzw. Schauspieler Wilson Cruz. Hast du den schon mal persönlich getroffen? Habt ihr irgendeine Art von persönlicher Verbindung aufbauen können? Ja, tatsächlich. Ich wollte den natürlich nicht belästigen, aber ich bin dann natürlich auch nur Fan und dachte, ich muss dem einmal sagen, was mir das bedeutet. Und dann kann er selber entscheiden, ob er darauf antwortet oder nicht. Und habe ihm eine Nachricht geschrieben über die sozialen Netzwerke und darauf hat er geantwortet. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und dann kam die Folge Wochen bevor sie ausgestrahlt wurde, in der er stirbt. Und ich musste ihm wieder schreiben und musste schreiben, was ist denn jetzt los? Und dann konnte er natürlich nichts dazu sagen und ich schrieb nur, warte ab. Naja, und daraus hat sich so ein loser Kontakt ergeben und dann haben wir uns kennengelernt 2019 auf der FedCon in Bonn und ich meine, Jörg kann diese Erfahrung auch nachvollziehen und ihr von Memory Alpha, auch wenn man dann auf diesen kuriosen Wegen, die uns alle mit diesem Universum verbinden, in irgendeiner Weise plötzlich in so einen Austausch tritt. Und ich laufe jetzt hier auch durch die Ausstellung oder habe heute das ja über den Tag auch schon mehrfach gemerkt und denke, krass, ich kenne diese Leute jetzt auf eine gewisse Weise und habe von einigen die Telefonnummern und also manchmal gibt es da Kontakte und ich habe Frau Martin Green kennengelernt und haben uns sehr gut verstanden. Und das ist verrückt, weil das ist ja eine Entwicklung, die nichts abzusehen ist. Ich habe 1990 vorm Fernseher gesessen und habe das im ZDF gesehen oder bei Sat.1 und habe den Abspann laut gedreht und habe bis zum Ende der Episode jede Sekunde davon ausgekostet. Und da kommt man ja an keiner Stelle auf die Idee, dass es irgendwann mal in irgendeiner Weise eine Verbindung zu den Menschen, die das produzieren, geben könnte, geschweige denn davon, dass man irgendeinen Beitrag zu dem, was die da machen, leisten könnte. Und das trifft ja jetzt auf uns alle zu. Auf irgendeine Weise machen wir das jetzt und das ist schon ziemlich cool. Ja. Hast du irgendeinen Kontakt zu Memory Alpha? Also ich würde mal sagen, liest du da regelmäßig, recherchierst du da was? Oder um das jetzt nochmal ganz umzudrehen, hast du schon mal Sachen von Jörg gelesen oder da in irgendeinem Bezug zu S. Astris oder?
Ja, also Jörg twittert ja in einer wunderbaren Regelmäßigkeit, Oh ja. die Täglich. ich weiß gar nicht, Jörg, wie du das alles mit deinem Leben in Einklang bringst, aber ich finde es super, dass du das machst. Es ist eine Freude und eröffnet Perspektiven und Blickwinkel, die man mitunter ja hat, und du schaffst das auf so populäre Art und Weise zu kommunizieren, dass ich denke, das sind ja im Prinzip solche Fakten und solche Feinheiten, da erwartet man ja gar nicht, dass sich dafür jemand interessiert, aber die Art und Weise auch deiner Aufbereitung ist natürlich das, was für eine große Verbreitung und für einen großen Zuspruch sorgt und dann eben auch zeigt, mit wie viel Liebe zum Detail im wortwörtlichen Sinn diese Serien produziert werden. Darum geht's. Und Darum von geht's mir. daher ist deine Arbeit eine große Ressource, wie aber auch Memory Alpha für am Ende, auch wenn ich weiß, du guckst das, glaube ich, nur mit deiner Mutter auf Deutsch und ansonsten Ja. guckst du es Immer auf Englisch. Ja. Aber auch für die Synchronfassung ist diese Arbeit natürlich von Wert, weil manchmal dadurch auch Ideen nochmal bei uns entstehen, wo was herstammt oder wo man auch nochmal nachgucken könnte. Und da sind solche Dinge, wie ihr sie tut, natürlich erste Anlaufstelle. Und ja, also ich wünsche mir eigentlich, Jörg, dass du irgendwann mal ein Buch veröffentlichen kannst, in dem du wahrscheinlich Wenn ich mal schreiben nicht alle deine Beobachtungen veröffentlichen kannst, aber das nochmal, ich meine, das habt ihr auf eurer Seite ja schon sehr gut sortiert, aber das in Buchform zu haben, wäre natürlich was. Und Memory Alpha, aber in der vorliegenden Form, ist auch unschätzbar, weil eines gibt es nicht, und wir können auch mal ganz kurz hier ins 1701 Museum gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es gibt in diesem Museum keine Beschriftungen. Was einfach damit zusammenhängt, dass der Platz nicht reicht. Es ist sehr viel auf sehr wenig Raum und ich habe lange überlegt, ob man irgendwie an die Scheibe, an den Objekten, aber dann weiß man auch nicht, wo soll man es hinschreiben. Also es lebt sehr davon, dass Menschen sich auskennen oder dass Menschen einen Link zu Memory Alpha haben und dann da Dinge entdecken können oder eben auch bei deinen ganzen Gegenüberstellungen, Jörg, wann ist wo welcher Kanister schon mal aufgetaucht und mit welchem Label. Und ja. das ist ja so eine Freude und man merkt das irgendwie als Nerdtum abtun. Aber am Ende sind das ja all die Dinge, die dazu führen, dass man dieses fiktive Universum doch in der Komplexität wahrnimmt, die es eben bietet. Weil auch hier wo seht ihr es? Da, diese Heizungsleitungen hier, die sind natürlich... Goes nowhere, does nothing. Richtig, das hier. Nein, es tut ja was, aber es ist auch hier alles gelabelt und das ist ganz interessant. Hier kommen ja, wie auf Deep Space Nine, viele Menschen aus dem ganzen Land oder auch aus ganz Mitteleuropa her und wir kennen uns nicht, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, man meldet sich an. Und das sagte neulich mal jemand, es ist, wenn er hierher kommt, und er war das erste Mal da, es ist für ihn wie so ein Safe Space. Und ich dachte, das ist in der Tat eine krasse Aussage, aber die liegt natürlich begründet darin, dass man hier zwar an einen fremden Ort kommt, aber egal wo man hinguckt und egal wie man sich umguckt, man sieht überall vertraute Gesichter. Ja. Und das ist dann schon sehr schön. Und dann trifft man hier auf Menschen und ich meine, die Erfahrung machen wir ja auch gerade. Ne? Man kennt sich eigentlich nicht, aber wir sind verbunden durchs Thema, doch uns in der Sache uns in so einer Grundlage einig. Und das ist einfach faszinierend zu sehen. Hast du in deiner Sammlung etwas, was direkt vom Set kommt und du super stolz drauf bist, weil... Oh, muss ich nochmal zurückgehen. Also ja, in der Tat ganz vieles. Also alles, was klein genug ist. Es ist so eine Mischung hier, dieses 1701 Museum, würde ich sagen, aus Originalrequisiten, Masken und Kostümen, aber auch aus Merchandise und aus Repliken, im Prinzip allem, und das war die ursprüngliche Idee für die Ausstellung 2009, im Prinzip aus allem, was mir hilft, mit dieser Ausstellung die Star Trek-Geschichte zu illustrieren. Und eine Sache, die ich total cool finde, weil neben vielen Außerirdischen, hier seht ihr ein bisschen was von Saru, geht es ja auch um Raumschiffe oder eben auch um die Sterne. Und seht ihr das hier ist zum Beispiel, das mag ich sehr, das Konzeptmodell für die stellare Kartografie aus Treffen der Generation. Und das ist einfach toll. Und das steht hier in Verbindung natürlich mit einer Decke, wie wir sie am Anfang von Star Trek der Aufstand sehen. Hier ist die Interpretation des Sonnensystems rund um Baku zu sehen. Oder auch ganz klein, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier stehen die Kontaktlinsen von Brent Spiner aus der erste Kontakt. Und
das ist so ein bisschen absurd, aber als mir das angeboten wurde, muss man sagen, dachte ich, das ist perfekt. Also das ist das perfekte Exponat für ein kleines Museum, da müssen Kontaktlinsen rein. Oder Ohren. Spitzohren, ja, Ohren gibt's hier auch. Also es gibt ganz viele Dinge, die man hier entdecken kann aus den verschiedenen Epochen und das ist, glaube ich, der Grund. Es ist wie so ein großes Wimmelbild, auch dafür, dass man hier eben so viel Zeit verbringen kann, weil die Sachen stehen alle in verschiedenen Ebenen und manchmal auch verdeckt. Und in dem virtuellen Museum sieht man viel, aber eben auch nicht alles. Und zum Glück der Reiz, das reale Objekt zu besuchen, der ist nicht geschmälert durch die virtuelle Version, sondern da war ich ganz gespannt. Ich habe aber im Gegenteil erlebt, dass die Leute eher motiviert sind, dann mal herzukommen. Benjamin, ich glaube, du hast heute relativ wenig Zeit, weil die nächste Reisegruppe kommt gleich. Vielleicht können wir noch nächste Außenteam. Ja. Vielleicht können wir gleich noch mal ganz kurz darüber reden, wie kann man dich im Internet beobachten und finden? Hast du da irgendwelche Kanäle, die du noch irgendwie anmelden möchtest? Und zweite, noch viel wichtigere Frage, wie kommt man in dieses wunderschöne kleine Star Trek Museum? Man muss eigentlich nur nach dem Stichwort Raumschiff Eberswalde suchen und dann stößt man auf die Hörspielserie und dann stößt man aufs 1701 Museum und dann kann man sich einfach anmelden. Also jetzt bis September sind die Star Trek Tage alle ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste, immer mal sagen ja auch Leute ab. Und dann gibt es neue Star Trek Tage 2024 und 25 und 26 und das machst du immer persönlich? Man muss damit leben, wenn man sich anmeldet, dass man mich hier trifft. Ja. Okay. Das kostet auch Zeit. Nicht nur die Star Trek-Recherche, die ich mache, sondern das, was du machst für die Fans. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich finde, wir ergänzen uns sehr gut. Jörg, du musst bitte mal herkommen, wenn du irgendwann. Wo bist du eigentlich? Bist du sehr weit weg? Ja, ne? Ich bin im Emsland, also auf der anderen Seite von Deutschland. Wir sind im Prinzip das Pendant zueinander. Richtig, das kriegen wir hin, nur ich habe kein Museum. Nee, aber dafür. Bei mir darf man keinen reinlassen, das kann ich dir sagen. Nee, ich würde gerne mal vorbeikommen. Ich würde mal von meinen Freunden mitnehmen, weil ich ja zum Glück eine Star Trek-Runde habe, mit denen ich wöchentlich Star Trek gucken kann. Das wäre eine riesen tolle Außenmission auf jeden Fall, ja. Ja, sagt Bescheid, holt mich in Bremen ab. Ich steige in den gleichen Zug. Noch besser. Ja, aber das ist doch super. Das machen wir bitte mal aus. Super, danke für die Einladung. Ja, hört sich gut an. Benjamin, ich danke dir für deine Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr. Die nächste, das Außentermin, ach Gott, Außenteam. Sag nochmal. Außenteam, ja genau. Das Außenteam hat den nächsten Termin. So rum wollte ich es erzählen. So, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Jörg, möchtest du weiter dabei bleiben? Ja, ne? Wir reden noch ein paar Minuten, oder? Wenn ihr noch Fragen habt, bleibe ich noch da, klar. Ja. Alles klar. Ja. Dann noch Fragen an Benjamin vielleicht. Ich hatte eine Frage, ich weiß nicht, ob er die Zeit hat. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Und zwar, wenn man mit Amerikanern über Star Trek redet und wie lange wir alle schon Trekkies sind. Wir sind ja beide zu Schulzeiten Trekkies geworden. Dann hört man immer von Leuten, die dann an amerikanischen Schulen deswegen geärgert, gemobbt oder nicht ernst genommen worden sind. Und das sind so Dinge, die Erfahrungen, die ich in Deutschland überhaupt nicht gemacht habe. Das wurde von meinen Lehrern unterstützt. In meiner Abi-Prüfung im mündlichen Abitur kam am Ende eine Star Trek-Frage von meiner Lehrerin. Das ist immer, also ich habe nie negative Erfahrungen damit gemacht, Star Trek-Fan zu sein. Und ich frage mich, ob ich einfach Glück gehabt habe oder ob das eine Sache ist, die wir in Deutschland alle von uns sagen können. Wie war es bei dir? Ich kann das auch unterstützen und es ist manchmal mit ein bisschen Wehmut doch dieser Blick zurück auf die 90er Jahre, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie populär Star Trek war, also wie das wirklich Schulhofthema war. Ja. Und die Geschichte, die mich am Ende ja auch zum ersten Mal so in direkten Kontakt mit der Synchronbranche, einen meiner heutigen Arbeitgeber gebracht hat, war, dass im Jahr 2000, da war ich in der 11. Klasse und die 11. Jahrgangsstufe an unserer Schule war immer verantwortlich für die Ausrichtung des Karnevals und damit auch für den 11.11. Und das große Thema war Science Fiction. Und das war damals eine relativ neue Schule und ich hatte das vorher nicht, dass alle Flure, alle Klassenräume durch ein Lautsprechersystem miteinander verbunden waren. Und ich war schon immer beeindruckt, sowohl von Data, der in 110 und 1001 diese dramatische Ansage an die Besatzung macht, dass die Enterprise evakuiert werden muss. This is not a drill. All personnel, this is not a drill. I say again, abandon ship.
und dachte, was wäre es toll, wenn man diesen Karnevalsauftakt, diesen 11.11., 11.11 der wirklich ja den Unterricht unterbrechen sollte, egal in welchem Fach du warst, wenn man den einleiten könnte mit einer die ganze Schule erfüllenden Durchsage eines Captains der Sternenflotte. Ach, Und dann wie geil. sind wir damals gerade zum ersten Mal in den Genuss von Internet gekommen und das ermöglichte einen Zugriff aufs Telefonbuch über Eberswalde hinaus. Und ich wusste, wie die deutsche Stimme von Captain Janeway heißt und habe im Telefonbuch recherchiert und habe eine Person herausgefunden, die diesen Namen trug und in Berlin wohnte. Und ich habe, glaube ich, noch nie in größerer Aufregung jemanden angerufen. Und nur selten hat sich jemand wortkarger am anderen Ende gemeldet mit nämlich nur einem Wort. Ja. Aber dieses eine Wort war genug, um zu wissen, dass ich bei der absolut richtigen und einzigartigen Gerti Honeck gelandet war. Ach, wie geil. Und dann habe ich ihr das geschildert und habe ihr einen Fax geschickt danach mit dem Text und sie hat das gemacht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, dann lief um 11.11 Uhr diese Durchsage von Captain Janeway an das Humboldt-Gymnasium in Eberswalde. Ja, und es kamen danach die kuriosesten Leute zu mir, von denen ich das nie erwartet hätte und haben gefragt, sag mal, Benjamin, war das die echte Captain Janeway? Und also nein, ich wurde dafür nie belächelt, im Gegenteil. Wir haben uns darüber unterhalten, wir haben da mitgefiebert, wir haben uns gefreut, wir haben uns nach der Schule verabredet, wir haben das geguckt, wann immer es ging. Und also Star Trek war auf unfassbare Weise populär. Ich glaube, das wird es nie wieder geben. Viel zu viele Streaming-Anbieter, viel zu viele andere Serien. Aber das so miterlebt zu haben, ist eine große Freude, die ich hier auch mit vielen teile, die ins 1701-Museum kommen und hoffentlich auch bald mit euch. Ja, auf jeden Fall. Schön zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, Gott sei Dank. Ja, dann, wie gesagt, Benjamin, danke ich dir und entlassen wir dich wieder in die Realität der Star Trek. Das Star Trek Museum, weil alles andere ist ja auch nur eine Simulation, ne? Also die reale Welt ist ja eigentlich nur in Star Trek. Sind wir uns, glaube ich, einig. So ist es. Dann macht's gut. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Bis dann. Ja, ciao. bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, da sieht man auch wirklich, dass Star Trek-Fans untereinander, ob man sich irgendwie kennt oder nicht, immer freundlich zueinander sind, was Benjamin ja auch gerade gesagt hat. Genau so bin ich ja auch mehr oder weniger auf Benjamin gekommen oder sind wir auch zu Jörg gekommen. So ist Dave auf mich gekommen, Dave Blass, weil er mich einfach kontaktet hat, genauso wie ich dann Mike Okuda mal eine E-Mail geschrieben habe und er mir auch geholfen hat beim Schulprojekt. So ist das. Also kann ich auch nur sagen, ich hatte auch einen Artikel zu den Xinti, ich erzähle es immer gerne wieder. Da habe ich dann auch den Autor angeschrieben. Er hat es mir dann zugeschrieben. Jimmy Dix, der ja vorhatte, in die 5. Staffel von Enterprise die Xinti wieder zurückzubringen. Ich habe sogar seine Writing Bible zugeschickt bekommen. Also voll geil. Also Ja, richtig. total. Immer offen, immer freundlich. Ich kann wirklich nichts anderes sagen. Ich sage immer, ich habe noch nie einen Star Trek-Fan getroffen, den ich nicht gleich mochte oder mit dem ich nicht verstanden habe. Ich muss das ein bisschen relativieren. Manchmal frage ich mich bei Twitter, was für Leute sich da rumtreiben. Das kann ich anders nicht sagen. Die Mehrheit ist super nett und freundlich. Aber manchmal schüttle ich nur mit dem Kopf und denke einfach hier rein, da raus und weiter positiv und weitermachen. Aber wie gesagt, alle, die ich in Deutschland kennengelernt habe, in Amerika, unglaublich, immer freundliche Menschen und hilfsbereit und man hat immer was zu reden auf jeden Fall. Das ist cool. Und in der nächsten Episode, Das sage ich dann den Schülern, lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, dass euer Traum unnütz oder unwichtig ist. Das musste ich mir schon von Erwachsenen anhören. Und wie siehst du die unterschiedlichen Epochen so? Also ich persönlich bin ein Mensch des 24. Jahrhunderts, des 25. Jahrhunderts. Es gibt ja jetzt mehrere parallel laufende Star Trek Zeitebenen. Natürlich möchte ich wissen, wie es mit Pike weitergeht, wie sich das dann langsam immer mehr auf TOS zu bewegt. Mich interessiert auch, was passiert jetzt im 32. Jahrhundert.